continue with the text. Wir machen mit dem Text weiter. Mind's original nature is beyond thought, and it does not become an object of thought. Die ursprüngliche Natur des Geistes ist jenseits des Gedanken oder des Denkens und wird auch kein Objekt des Denkens. So this is very, very important for us. And it's a kind of wake-up call to say that the domain that we're used to, the way of practicing that we're used to, is not sufficient to take us to where we want to go. Und das ist ja ein sehr wichtiger Punkt und auch eine Art Wachruf zu begreifen, dass die ursprüngliche Domäne oder der ursprüngliche Bereich unserer Praxis, also das, was wir zu tun gewohnt sind, uns nicht dorthin bringen wird, wo wir hinkommen wollen. That thought cannot reach this original nature. And the original nature is not an object that can be apprehended by a thought. Unser Denken, der Gedanke kann uns nicht oder kann die ursprüngliche Natur nicht erreichen und die ursprüngliche Natur ist auch nicht etwas, was sozusagen durch den Gedanken oder den Denkprozess erfasst werden kann. So again we have to be clear about the relation of wisdom and compassion. Und hier muss man sich wieder im Klaren sein über die Beziehung zwischen Weisheit und Mitgefühl. Thoughts are necessary for communication and connection with others. Gedanken sind notwendig, um zu kommunizieren, um mit anderen Verbindung aufzunehmen. But they don't help us to awaken to the actuality of our mind itself. Aber sie erlauben oder helfen uns nicht, zu der Tatsächlichkeit unseres Geistes selbst zu erwachen. So, if the mind's not an object, it's like pure subjectivity. Wenn der Geist also kein Objekt ist, dann ist er sowas wie eine reine Subjektivität, That finds its aliveness die ihre eigene Lebendigkeit wiederfindet. through just being open. Und zwar dadurch, dass sie einfach offen ist. It's impossible really to describe this in language. Und das ist unmöglich, das wirklich durch Sprache zu beschreiben. For example, if you were running down a steep hillside or skiing down a fast slope, Wenn man also zum Beispiel einen steilen Hang herunterrennen würde oder einen Steilhang mit Skiern herunterfahren würde, you can't work out what to do. dann können wir nicht wirklich herausarbeiten, was zu tun ist. Because the speed of your movement through the environment is faster than your thought can process. Denn die Geschwindigkeit unserer Bewegung durch die Umgebung ist schneller, größer als die Geschwindigkeit unserer Gedankenverarbeitung. So you have to trust your intuitive connection with what is happening. Das heißt, wir müssen uns dort auf unsere intuitive Verbindung zu dem, was geschieht, vertrauen oder darauf stützen. In situations like that, people often describe that they suddenly swerve, but they don't know why, but it was good. Swerve? They suddenly swerve to avoid a rock or something. Yeah. They couldn't have known to do it, but they just did it. Und Leute in solchen Situationen beschreiben, dass sie manchmal einen Schwenker gemacht haben und eigentlich nicht wirklich sagen konnten, warum sie das getan haben, aber im Nachhinein wissen sie, dass es gut war, weil da vielleicht ein Felsen im Weg war oder dergleichen. So, the awareness, which is the quality of this open mind, is like an intuition in which we have knowing prior to thinking. It's a cognitive intelligence. Und so ist die Bewusstheit sozusagen eine Art Intuition, die dem Geist vorgeschaltet ist oder dem Denken vorgeschaltet ist. Eine präkognitive Fähigkeit. Because our intuition reveals
our participation in the situation. Whereas when you start to think about something, it separates you from the situation and then tries to build a conceptual bridge back towards what you've separated from. Denn unsere Intuition enthüllt die aktuelle Situation für uns, während das Denken über eine Situation uns von der Situation gewissermaßen zuerst abtrennt, um dann eine mehr konzeptuelle Verbindungsbrücke zu der Situation wieder zu schlagen. He says, it's impossible to say what it is like. Dann heißt es hier, es ist unmöglich auszudrücken, wie es ist. So maybe we could just stop here. Das wäre ein guter Punkt, mal anzuhalten. There's a lot of words in the Dharma. Im Dharma gibt es natürlich viele Wörter. But if it's impossible to say what it's like, Wenn es aber unmöglich ist, auszudrücken, wie es ist, this is like a very helpful warning to us. dann sollten wir das als eine sehr hilfreiche Warnung für uns nehmen. That whenever we seem to be coming to a conclusion, to have found out what is going on, Dass nämlich, wann immer wir scheinbar zu einer Schlussfolgerung gelangen, sozusagen das Gefühl haben, wir haben es jetzt endlich rausgefunden, was vor sich geht, this is just another mode of deception. dann sind wir bloß einer anderen Modalität des Selbsttäuschung anheimgefallen. The mind cannot be known in the manner of knowing an object. Der Geist kann nicht bekannt sein in der Art und Weise, wie man ein Objekt kennt. But we can relax into being present as the mind itself. Wir können uns aber entspannen, um gegenwärtig zu sein als Geist selbst. It's a direct, it's not even really an experience, it's a direct showing. Und das ist etwas Unmittelbares. Man kann nicht einmal dazu eine Erfahrung sagen, sondern es ist etwas wie ein sich unmittelbares Zeigen. The traditional example for this is if somebody doesn't know what is the word sweet means. Das traditionelle Beispiel dafür ist, wenn jemand nicht weiß, was das Wort süß bedeutet. You can try to explain again and again what sweet is. Kann man natürlich versuchen, mit Worten zu erklären, wieder und wieder erklären, was süß bedeutet, What it tastes like. wie es schmeckt. But taste like is again always at one remove. Aber wenn man sagt, wie es schmeckt, dann ist es immer sozusagen schon um eine Station entfernt. But if you just take a spoonful of honey and put it on their tongue, Wenn wir aber einen Löffel voller Honig auf unsere Zunge tun, oh, this is sweet. dann haben wir eine sozusagen direkte Erkenntnis, was süß heißt. And then you ask them to say, oh, now you know what sweet is, can you tell me? Wenn wir dann die Person sagen, na, jetzt weißt du doch, was süß heißt, kannst du es mir erklären? It's not possible. Ist nicht möglich. So it's just like that. We have our mind and we come into being fully present as our mind. Und so ist das. Wir haben unseren Geist und wir kommen in die völlige Gegenwärtigkeit als unser Geist. It's undeniable because it's there. Und das ist nicht zu leugnen, denn es ist einfach da. And yet it's not a thing that can be described. Und dennoch ist es kein Ding, das beschrieben werden könnte. Generally speaking, in our modern world, things have to be describable to be believed. Allgemein gesprochen, in unserer modernen Welt müssen die Dinge aber beschreibbar sein, damit man ihnen Glauben schenken kann. The kind of basic benchmark for science is that you develop a hypothesis, you carry out an experiment, you have a result, and then you replicate it, and then you get somebody not concerned with your program to replicate it. Und der allgemeine Maßstab für wissenschaftliches Vorgehen ist, dass man eine Hypothese formuliert, dass man dann Experimente durchführt, um sie zu verifizieren, dass man dann versucht, dieses Experiment zu wiederholen, sodass man gleiche Ergebnisse bekommt und dann jemand dann in die Durchführung des Experiments involviert, der nicht mit unserem eigenen Programm verbunden ist. And that is taken as an objective proof. Und dann wird das als eine Art objektiver Beweis betrachtet. You can look at the data, and if it can be repeated, getting the same data, that must be correct. Man schaut sozusagen die Messdaten an und wenn man
zu der Schlussfolgerung kommt, dass es möglich ist, die Daten zu reproduzieren, dann müssen sie korrekt sein. But this is not about creating some kind of product. There is no objective proof. Aber hier geht es nicht darum, irgendeine Art Produkt hervorzubringen. Es geht nicht um irgendeine Art objektiven Beweis. Oh, so how would we know if we're not just cheating ourselves? Also wie können wir denn sicher sein, dass wir uns nicht einfach selbst betrügen? Well, we stay with the practice. Nun, wir bleiben einfach mit der Praxis oder bei der Praxis. You come to a conclusion, Kommen wir zu irgendeiner Schlussfolgerung, just stay with the conclusion. so bleiben wir mit der Schlussfolgerung. If the conclusion is conceptual, it will vanish. Wenn die Schlussfolgerung eine konzeptuelle Schlussfolgerung wird sie verschwinden. If it is the showing of the mind itself, it will continue. Wenn es aber das sich zeigen des Geistes selbst ist, dann wird es sich fortsetzen. Because the mind is, but it isn't as an object. Denn der Geist ist, aber er ist nicht als ein Objekt. Beyond thought, it's inexpressible. Wie es hier heißt, jenseits des Denkens ist er unausdrückbar. It's not touched by any faults or good qualities whatsoever. Er, also der Geist oder sie, die Natur des Geistes, wird nicht von irgendwelchen Fehlern oder guten Qualitäten berührt. This is often referred to as kada, as primordial purity. Und da bezieht man sich darauf oft in den Begriff Kada, also als die ursprüngliche Reinheit. Which means, if you were thinking of it in terms of language, when you have a noun, you can qualify or modify its meaning with adjectives and adverbs. Und das bedeutet im Sinne der Sprache, dass wenn man einen Nomen hat, dass man es mit Adjektiven und Adverbien modifizieren kann. You have something, and then you can say it's good or it's bad. You can say it's good, but not quite as good as that. Wenn man also etwas hat, dann kann man das sozusagen als gut oder als schlecht bezeichnen, oder man kann auch Vergleiche anstellen und sagen, es ist nicht so gut wie das. Because you can evaluate it and compare and contrast it with something else. Denn wir können es sozusagen auswerten und dann mit etwas anderem kontrastieren, This in relation to that. nämlich als dieses in Beziehung zu jenem. But the mind is not a this. Aber der Geist ist nicht ein dieses. It is, but it's not something you can define as being something. Er ist, aber er ist nicht ein Etwas, das man als ein Etwas definieren könnte. And being empty, it cannot be qualified in any way. Indem er leer ist, kann er auch in keiner Weise irgendwie gekennzeichnet oder qualifiziert werden. There's nothing to stick the assertion of a good quality or a bad quality onto. Man könnte also keinen Sticker dran kleben, der irgendwie eine gute oder eine schlechte Eigenschaft feststellt. It's not altered by circumstances. Er wird nicht durch Umstände gewandelt. Anything in this world can be altered by circumstances. In dieser Welt kann alles durch Umstände gewandelt werden. There used to be many statues of Karl Marx around, and most of them have fallen down. Hier gab es in der Vergangenheit eine Menge Statuen von Karl Marx und die meisten von ihnen sind niedergerissen worden. I saw a lonely one sitting under a tree up one of the big roads. James sagte, er hat eine Einsame gesehen, die unter einem Baum gesessen ist. At one time, it's very important. Es gab eine Zeit, da waren sie sehr wichtig. People would stand there and make speeches and celebrate this founding father of this whole lineage of the people's way of being. Und Leute pflegten darunter oder daran zu stehen und ganze Reden zu halten und feierliche Ansprachen in Bezug auf diesen Gründungsvater einer ganzen Linie von der Linie der Seinsweise, eine bestimmte Seinsweise für ein Volk zu feiern. Because we take something like a statue representing a person as a thing, and so it can be qualified, wonderful or rubbish. Denn wenn wir eine Statue sozusagen als Repräsentant einer Person, als ein vorhandenes Ding nehmen, dann können wir sie natürlich auch qualifizieren als wunderbar oder als Müll.
And one of the important side effects of being able to say Karl Marx is great or Karl Marx was like a demon is that by asserting my opinion about Karl Marx, I'm confirming that I am a smart guy. Eine der Nebenwirkungen dieser möglichen Feststellung zu sagen, dass Karl Marx ein großartiger Kerl war oder dass Karl Marx ein Dämon war, die ist, dass man nämlich gleichzeitig sicherstellen kann, dass man sich selbst die Rückkopplung gibt, dass man ein ziemlich cleverer Bursche ist. When we talk about the object, we are implicitly talking about the subject. Wenn wir also über ein Objekt sprechen, dann sprechen wir implizit auch über das Subjekt. The food here is good. Das Essen hier ist gut. This is about me. Und das handelt eigentlich von mir. I am confirming my existence as somebody who can make a valid judgment. Ich bestätige meine eigene Existenz als die von jemandem, der auch ein gültiges Urteil fällen kann. It may appear as if I'm talking about things out there that have nothing to do with me. Es könnte erscheinen, als würde ich über Dinge sprechen, die da draußen sind und die mit mir selber überhaupt nichts zu tun haben. But there's a kind of undertow which is a confirmation of my own existence. Aber da schwingt ein Unterton mit, der nichts anderes als eine Bestätigung meiner eigenen Existenz ist. So this is why we have to be quite careful with making judgments and evaluations. Und das ist der Grund, warum wir bei Urteilen und Bewertungen sehr sorgfältig sein müssen. Because although explicitly about the object, implicitly it's about the individual ego being confirmed as an agent of truth. Denn obwohl wir natürlich explizit über ein Objekt sprechen, sprechen wir implizit über das eigene Ego als einem Agens, das in der Lage ist, gültige Wahrheit festzustellen. Mind's original nature is not obscured by any good or bad karmic conditions. Die ursprüngliche Natur des Geistes wird durch keine guten oder schlechten karmischen Bedingungen verdunkelt. Karma means activity and the consequences of activity. Karma steht für Aktivität und ihre Konsequenzen. So an activity is a movement of energy in the field of energy. Eine Aktivität ist eine Bewegung von Energie in einem Energiefeld. Energy makes an impact on other energetic structures. Energie bewirkt einen Eindruck, einen Einfluss auf andere energetische Strukturen. So you can make a cup of coffee, you can put your shoes on. Man könnte so eine Tasse Kaffee kochen, man könnte seine Schuhe anziehen. In all of these situations, energy is operating on energy. In all diesen Situationen operiert sozusagen Energie auf Energie It makes a mark. und hinterlässt eine Spur. As you put your foot into the shoe, the leather expands a bit to give room for the foot. Wenn man seinen Fuß in den Schuh stellt, dann dehnt sich das Leder ein bisschen, um dem Fuß Raum zu gewähren. Energy influences energy. Energie beeinflusst Energie. But energy doesn't influence nothing. Aber Energie beeinflusst nicht nichts. It would have nothing to work on. Energie würde nichts haben, woran sie arbeiten könnte. If you're a potter and you run out of clay, what are you going to do? Wenn man ein Töpfer ist und einem der Ton ausgeht, was willst du machen? The hands are ready, the wheel's ready. Where's the clay? Die Hände stehen in Bereitschaft, das Rad dreht sich, aber wo ist der Ton? So, this is what it means, that karma as this interactive field in which we experience the consequences of our previous actions, and in reacting to these situations now we prepare tendencies which will manifest in future times. Es ist sozusagen Karma ist ein interaktives Feld, in dem wir einerseits die Konsequenzen unserer früheren Aktionen empfangen und gleichzeitig gewissermaßen gewisse Neigungen
und Erfahrungsmöglichkeiten vorbereiten, die künftig erfahren werden können. The individual self, or the ego, lives in a world of patterning. Denn das individuelle Selbst oder das Ego, das lebt in einer Welt der Musterbildung. We're all born with our slice of luck, our share of qualities. Wir alle werden mit unserer Scheibe an Glück und mit unserem Anteil an möglichen Qualitäten geboren. Some babies die in the womb, other people are born and live to be 100. Manche Babys sterben schon im Schoß, andere leben 100 Jahre. Some people live to 100 but with a lot of pain in the last 40 years. Some people live to be 40 but are very healthy until they die. Manche Leute leben zwar 100 Jahre lang, aber mit einer Menge Schmerzen die letzten 40 Jahre, andere leben vielleicht nur 40 Jahre, aber sehr gesund, bis sie sterben. That is to say, there are many different patterns to existence. Es drückt aus, dass es für die Existenz viele verschiedene Muster gibt. The patterning of our existence is something we can influence, but we don't wholly determine. Die Struktur, der Muster unserer eigenen Existenz können wir bis zu einem gewissen Grade schon beeinflussen, aber wir sind keineswegs irgendwie dafür verantwortlich oder fähig, sie zu bestimmen. So this is what karma is. It's a pattern influencing pattern influencing pattern. Das ist das, was Karma bedeutet, dass Muster die andere Muster beeinflussen, die wiederum andere Muster beeinflussen. These patterns are interactive. Und diese Muster sind interaktiv. If you go to where a river is flowing into the sea, Wenn wir zu einer Flussmündung eines Flusses im See gehen, you can see this complex turbulence of the meeting of waters. können wir die komplexen Wirbel, Turbulenzen der sich begegnenden Wässer sehen. The amount of water coming down the river may be influenced by melting snow and so on. Die Menge des Wassers, das durch den Fluss runterkommt, ist wiederum vielleicht beeinflusst von der Menge des Schmelz. The sea is influenced by the movement of the tides, by the wind and so on. Und die See selbst ist vielleicht beeinflusst von Gezeitenbewegungen, von Winden und so weiter. This is like our individual energy moving in the world of energy. Das ist so wie mit unserer individuellen Energie, die sozusagen in die Welt von Energie hinausgeht. When the tide is going out, the river flows into the receding water. Wenn die Ebbe gerade einsetzt, dann fließt das Wasser des Flusses sozusagen hinter dem sich zurückziehenden Wasser hinterher. And there's a kind of synergy or harmony then. Und dann gibt es irgendeine Art von Synergie oder Harmonie. But when the tide is coming up and rising up the pulse of the river, you get turbulence. Wenn aber die Flut kommt, das heißt das Wasser steigt, dann begegnet der Fluss einem steigenden Wasser und das erzeugt viele Turbulenzen. So this is how we experience our life. Sometimes we seem to be in harmony with the environment, the circumstances around us, and we seem to almost be carried on a wave of good fortune. Things go easily. In other times, everything seems to be a terrible struggle. Das ist genau die Art und Weise, wie wir unser Leben erfahren. Manchmal scheint alles gut zu gehen, wir scheinen geradezu auf eine Welle von Wohlergehen zu reiten, alles scheint zu passen, scheint harmonisch zu funktionieren, alles geht gut und zu anderen Zeiten begegnen wir praktisch mit allem, was wir tun, irgendwelchen furchtbaren Widerständen und Turbulenzen. And the difference between good karma and bad karma is between whether an action was, the intention behind an action was harmonious and complementary or disharmonious and conflictual. Die Entscheidung, ob ein Akt, also sozusagen ein Akt guten oder schlechten Karmas ist, liegt in der Intention, in der Absicht, ob die Intention hinter einer Handlung sozusagen harmonisch und fördernd ist oder ob sie disharmonisch und auf Konflikt ausgerichtet ist. If I decide to steal some of your money, my intention is to help myself. Wenn ich mich entschließe, zum Beispiel ein bisschen von eurem Geld zu stehlen, dann ist meine Intention, mir selbst etwas Hilfe zu verschaffen.
if I'm not just a thief but a badass thief, I might also be happy that you will be unhappy. Wenn ich nicht bloß ein Dieb bin, sondern sozusagen dabei auch noch ein Arschloch, dann bin ich vielleicht glücklich noch darüber, dass ihr unglücklich seid. My intention is against you and for me. Das heißt, meine Intention wird dann nicht nur für mich sein, sondern auch gegen euch. But if I see that you look hungry and you have no money and I give you 20 euros, I'm wanting you to be happy. Wenn ich aber sehe, dass ihr hungrig seid und ihr habt kein Geld und ich gebe euch 20 Euro, dann ist meine Absicht, euch glücklich zu sehen. My action is harmonious with the line of your condition. Dann ist mein Handeln harmonisch mit der Linie eurer eigenen Situation. I am for the other. Dann bin ich für den anderen. So, good karma is action arising from being for the other. Ein gutes Karma ist die Handlung, die sozusagen das Sein für andere bedeutet. And it results in situations in which the other, including the environment, is for you. Und das entsteht aus Situationen und diese Situation beschließt sozusagen die anderen und damit auch die ganze Umgebung für uns ist. And when you have the development of bad karma, it's on the basis of having thoughts and actions and satisfaction with the action, which is disharmonious. And the consequence is to have disharmonious experiences yourself of the environment being against you. Und schlechtes Karma entsteht sozusagen aus Handlungen, die deren Intention eben unharmonisch ist, gegen diese Harmonie wirkt, und die Konsequenzen sind dann, dass die Erfahrungen, die man selber hat, ebenso disharmonisch sind und sich scheinbar gegen uns selbst richten. These experiences generate our feelings of happiness and sadness. Und diese verschiedenen Arten von Erfahrung können unser Empfinden von Glück oder Traurigkeit generieren. Nobody has happiness that lasts forever. Nobody has suffering that lasts forever. Niemand aber erfährt Glück, das für immer währt, und niemand erfährt Leid, das für immer währt. These rippling movements of pattern formation do not touch the ever-open actuality of the mind itself. Diese wellenförmigen Bewegungen der ständigen Musterbildung berühren niemals sozusagen den Geist selbst. That means you won't become a Buddha by being a good girl. Mit anderen Worten, wir werden nicht zu einem Buddha, indem wir ein gutes Mädchen sind. Being a good girl or a bad girl is not the path to awakening. Ein gutes Mädchen oder in dem Zusammenhang ein schlechtes Mädchen zu sein, ist kein Weg zum Erwachen. But it is the path to having good or bad conditions. Aber es ist natürlich ein Pfad, um gute oder schlechte Bedingungen zu haben. These are two registers of experience. They are not identical. Das sind natürlich zwei Register der Erfahrungen, sie sind nicht identisch. So, although it's very important to practice virtue and help other people, that in itself is not enough to open us to our own situation. Und das heißt, obgleich es wirklich sehr wichtig ist, tugendhaft zu handeln und anderen zu helfen, ist das aus sich selbst heraus noch nicht der Pfad, um sich selbst unsere tatsächlichen Situationen gegenüber zu öffnen. Then he says our awareness is not stained by all the impurities of reliance on signs. Dann heißt es hier weiter, unsere Bewusstheit wird nicht beschmutzt durch all die Unreinheiten unseres uns Verlassens auf Zeichen. And this links to the next sentence. None of the names of all the phenomena of samsara and nirvana can be applied to it. Und das hat eine Verbindung zum nächsten Satz, in dem es heißt, keines der Namen für all die Phänomene des Samsara und Nirvana können auf sie, also die Bewusstheit, angewandt werden. This is a theme that you find a lot in Buddhist philosophy. Das hier ist ein Thema, das man also sehr oft in der buddhistischen Philosophie findet. That we get lost according to signs. Nämlich, dass wir entsprechend mit den Zeichen verloren gehen. For example, Padmasambhava in one of his texts says, it's like looking in the distance
and seeing a man in a field when in fact it's a pillar. Padmasambhava sagt in einem seiner Texte, dass es so ist, wie wenn man in die Ferne schauen würde und im Feld einen Mann stehen sieht, der in Wirklichkeit eine Säule ist. You take the shape and interpret it according to the projection of your sign onto it. Wir nehmen eine Gestalt und interpretieren sie gemäß der Projektion unseres eigenen Zeichens auf diese Gestalt. It looks like a man, it reminds me of a man, it could be a man, it is a man. Es schaut aus wie ein Mann, es erinnert mich an einen Mann, es könnte ein Mann sein, es ist ein Mann. So we hold on to the sign, the signifier, as the basis for establishing knowledge. Wir halten also sozusagen am Zeichen fest, an dem Bedeutungsträger fest, als eine Basis, um Wissen zu begründen. Today is Saturday. Heute ist Samstag. That's important to know. Was wichtig ist zu wissen. In real terms, it's completely meaningless. In Wirklichkeit ist es völlig bedeutungslos. If you were lying in bed dying, it wouldn't matter. Wenn wir jetzt gerade im Bett liegen würden, um zu sterben, wen würde das interessieren? Dear God, protect me from dying on Saturday. Gott beschütze mich davor, am Samstag zu sterben. That's not the consideration. Dear God, protect me from dying. That makes more sense. Aber das ist ja nicht wirklich das Problem, wenn wir jetzt beten würden, lieber Gott, beschütze mich vom Sterben. Das wäre vielleicht sinnvoll. But it helps to know what day of the week it is. Trotzdem ist es natürlich hilfreich zu wissen, welchen Wochentag wir haben. These are conventional signs. Und das sind natürlich konventionelle Zeichen. Conventions are the ways in which we cut up the world. Konventionen ist die Art und Weise, mit der wir die Welt in Stücke schneiden. Friday is holy for the Muslims, Saturday is holy for the Jews, Sunday is holy for the Christians. Der Freitag ist heilig für die Muslime, der Samstag für die Juden und der Sonntag für die Christen. It's up for grabs. Vor? It means you make these things up. Das ist was Ausgedachtes. There is no intrinsic holiness in one day or another. Es gibt keine innewohnende Heiligkeit in dem einen oder in dem anderen Tag. But if you believe, if you invest that conventional system with importance, then of course, on a Saturday you shouldn't drive a car or do any cooking or anything like that because it's not a good thing to do. Wenn man daran glaubt, wenn man sozusagen diese Dinge mit Bedeutung tränkt, dann wird es natürlich bedeuten, dann sollten wir am Samstag besser kein Auto fahren und nicht kochen, weil es einfach unheilig ist zu tun. So we live in a world of signs. Wir leben in einer Welt von Zeichen, Of attributions of meaning which are applied on the basis of convention. Wir leben in einer Welt, in der Bedeutung auf der Grundlage von Konventionen attribuiert wird, zugewiesen wird. They're not intrinsically true, but they are conventionally true. Sie sind nicht sozusagen aus sich selbst heraus innewohnend wahr, aber sie sind konventionell wahr. And he's saying the mind is not touched by these conventions. Und was es hier heißt eigentlich, ist, dass der Geist von solchen Konventionen nicht berührt wird. So, although we can learn a lot, like we can learn the names of all the phenomena of samsara and nirvana, none of them can be applied to the mind itself. Das heißt, obwohl wir natürlich eine ganze Menge lernen können und wir können alle möglichen Dinge in Samsara und Nirvana benennen, lässt sich das nichts davon auf den Geist selbst anwenden. There are many bits of Buddhist information you can acquire. Es sind viele Versatzstücke buddhistischer Informationen, die man sich aneignen kann. You could learn the Sanskrit names for the 8 hot hells and the 8 cold hells. Man kann, wenn man will, die Sanskrit-Namen für die 8 heißen und die 8 kalten Höllen lernen. That's something you could learn. Könnte man machen. Why would you bother? Warum würde man es wollen? You might get a job. Man könnte einen Job kriegen. You would do it for a purpose. Man macht das für einen Zweck. Conventional signs are like money, because money also is based on a conventional sign. Konventionelle Zeichen sind wie Geld, denn Geld ist auch nur ein konventionelles Zeichen. And so things become important or not important, but they cannot reach emptiness. Dinge können also wichtig oder auch nicht wichtig werden, aber sie können niemals ganz gleich was
Leerheit selbst berühren oder erreichen. So really what he's doing here is he's saying, Little Red Riding Hood, you want to get to Granny's house. What is this? Approach. Okay. Also dieses da, wo man eben das Haus der Großmutter gerne erben würde. And you have to go through the forest. Oder erreichen würde. Und da muss man eben durch den Wald gehen. But in the forest there are many dangerous paths. Aber im Wald gibt es viele gefährliche Wege. You don't want to get lost. Und wir wollen nicht verloren gehen. So this is what he's saying. There are many paths to get lost. Und das ist das, was er sagt. Es gibt viele Wege, auf denen man in die Irre gehen kann. If you want to awaken to your mind, don't follow the path of signs. Wenn du zu deinem eigenen Geist erwachen willst, dann folge nicht dem Pfad der Zeichen. But the only path I know is the path of signs. Aber der einzige Pfad, den ich kenne, ist der Pfad der Zeichen. When I follow the path of signs, I know where I'm going. Wenn ich dem Pfad der Zeichen folge, dann weiß ich, wo ich hingehe. Unfortunately, I haven't reached Granny's house yet. Unglücklicherweise habe ich das Haus meiner Großmutter noch nicht erreicht. I need to go down a road where I don't know what will happen. Ich muss eine Straße lang gehen, wo ich nicht weiß, was geschehen wird. I'm not going down that road Aber diese Straße will ich nicht gehen. because I like what I know and I know what I like. Denn ich mag, was ich weiß und ich weiß, was ich mag. Well, this is really what he's saying in an elaborate way, and it's completely important because when you sit and you do the practice, you follow the thought. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, was er hier sagt. Und er sagt es ein bisschen sozusagen elaborierter, aber es lässt sich direkt auf unsere Praxis anwenden. Wenn wir sitzen und die Praxis machen, dann folgen wir dem Gedanken. Thoughts are a good friend. Unsere Gedanken sind unsere guten Freunde. You're never lonely. Du bist niemals allein. 24 hours a day, you ask for a thought, you get a thought. In fact, they don't just get one, you get a lot. 24 Stunden am Tag, wenn wir um einen Gedanken bitten, dann kriegen wir einen Gedanken und nicht nur einen, sondern viele. That's what we're used to. Das ist das, woran wir gewöhnt sind. So the key issue in the meditation practice is how to be with the thought without relying on the thought. Das heißt, der Schlüsselpunkt in der Meditationspraxis ist zu wissen, wie man mit einem Gedanken sein kann, ohne sich auf ihn zu stützen. When you start to read the thought, read it as a sign, when you enter into that semiotic interpretation, then you're lost. Wenn wir anfangen, jedoch den Gedanken zu interpretieren, sozusagen ihn als ein Zeichen zu interpretieren, wenn wir also in diese semiotische Interpretation verloren gehen, dann sind wir verloren. We have learned that signs are meaningful. Wir haben gelernt, dass Zeichen bedeutungsvoll sind. But signs are conventions. Aber Zeichen sind nur Konventionen. When there are double yellow lines on the road, you shouldn't park because you get a ticket. Zum Beispiel, wenn wir eine doppelt gelbe Linie auf der Straße sehen, dann sollten wir dort nicht parken. Nehmen wir an in England, weil wir dann einen Strafzettel bekommen. It can cost you a lot of money if you don't want to learn that. Und das kann eine Menge Geld kosten, wenn wir das nicht lernen wollen. But it's a convention. Und doch ist es eine Konvention. The convention gives you the sense that you can read the world. Und diese Konventionen oder die Konventionen vermitteln uns das Gefühl, dass wir die Welt interpretieren können. So the renunciation aspect of the practice is that we have to start privileging not knowing as being more helpful in this circumstance than knowing. Und das, was als Entsagung bezeichnet wird, bedeutet in der Praxis, dass wir anfangen, das Nichtwissen höher zu schätzen als das Wissen für den Zusammenhang, in diesem Kontext. Not knowing. Also das Nichtwissen. Let's see. Lass mal sehen. Not knowing. So many ways we have of mobilizing our knowledge, our thoughts, but it takes us where we don't want to go. Wir haben so viele Wege, unser Wissen, unsere Gedanken zu mobilisieren,
Und doch bringen sie uns dahin, wo wir nicht hingehen wollen. Again, it's not about saying thoughts are bad. They're just useful for some things and not for others. Damit soll nicht gesagt sein, dass Gedanken per se schlecht seien. Sie sind lediglich einfach für manche Dinge nützlich und für andere nicht nützlich. Methods need to be applied where they are useful. Und Methoden müssen dort angewandt werden, wo sie auch nützlich sind. In thinking doesn't lead to emptiness. Und das Denken führt nicht zu Leerheit. Not knowing opens the path to emptiness. Das Nichtwissen öffnet den Weg zu Leerheit. So when we sit in the practice, we allow the flow of experience to come and go, which includes the flow of signs, of signifiers, of memories and so on, and we let it pass. Wenn wir also in Meditation sitzen, dann erlauben wir den Fluss von Bedeutungsträgern und Zeichen kommen und zu gehen. Und das beinhaltet natürlich all die Ideen und Gedanken, die wir haben. Und wir erlauben ihnen einfach vorüberzugehen. So, I want to find out what it's like to be present without that being mediated through the interpretation of thought. Ich möchte also gerne hier herausfinden, was es denn bedeuten könnte, gegenwärtig zu sein, präsent zu sein, ohne die vermittelnde Tätigkeit des Gedankens. So then he says, mind's original nature is free of all limits of holding to dualities such as permanent and impermanent, hope and doubt, inhibiting and encouraging, rejecting and accepting, good and bad, large and small, top and bottom, bound and free, happy and sad, and so on. Und dann gibt es hier einen langen Satz, der sagt, die ursprüngliche Natur des Geistes ist frei von allen Begrenzungen des Festhaltens an Dualitäten wie beständig und unbeständig, Hoffnung und Zweifel, Behinderung und Ermutigung, Ablehnung und Akzeptanz, gut und schlecht, groß und klein, oben und unten, gefesselt und frei, glücklich und traurig und so weiter. So one of the terms we come across in reading this kind of Buddhist text is non-duality. Einer der Begriffe, denen wir oft begegnen, wenn wir einen solchen, so gearteten buddhistischen Text lesen, ist der Begriff der Nicht-Dualität. Non-duality means not one and not two. Nicht-Dualität bedeutet nicht eins und nicht zwei. So, common symbol for that is gods in this form of sexual embrace. Und ein sehr geläufiges Symbol dafür ist diese Gottheit hier in dem Symbol einer sexuellen Umarmung. The bodies are joined together, and so it appears to be one, and yet there are two people joined. But it's not one because there are two, and it's not two because it's as if they are one. Die Körper sind sozusagen so verbunden, als wäre es eins, aber sie sind natürlich nicht eins, weil es zwei Leute sind. Das heißt, sie sind nicht zwei, weil sie verbunden sind, aber sie sind auch nicht eins, weil es zwei sind. The structure of our thinking in samsara is different. It works on the basis of binary opposition. Die Struktur unseres Denkens im Samsara ist anders. Sie beruht auf binären Gegensätzen. Which is a separative movement. Und das ist eine trennende Bewegung. It's the law of exclusion. Das ist sozusagen ein absoluter Ausschluss. If it's an apple, it's not a tomato. Wenn es ein Apfel ist, ist es keine Tomate. If it's a pear, it's not a grape. Wenn es eine Birne ist, ist es keine Traube. Because pearness excludes greatness. Denn Birnenhaftigkeit schließt Traubenhaftigkeit aus. So, when we say pear, we're affirming this is a pear, and we are simultaneously stating it's not an apple or a dog or a pig. Wenn wir also sagen Birne, dann bestätigen wir, dass es sozusagen eine Birne ist in dem Sinne, dass sie dann eben nicht ein Apfel, ein Hund oder ein Schwein ist. So, polarities or binary oppositions serve to fragment the world. Und diese Polaritäten oder binäre Gegensätze dienen dazu, die Welt zu fragmentieren. It's the basis for creating
the thought that there are separate entities. Und das ist die Basis für den Gedanken, dass es da draußen getrennte Entitäten oder Dinge gibt. The appleness of the apple is held in its own qualities and by the exclusion of the qualities which pertain to other entities. Die Apfelhaftigkeit des Apfels wird einerseits durch die eigenen Qualitäten des Apfels aufrechterhalten, aber auch eben durch den Ausschluss all der anderen Qualitäten, die eben nicht zur Apfelhaftigkeit gehören. So, we become intelligent through our capacity to discern the difference between phenomena. Wir werden also dadurch intelligent, dass wir die Fähigkeit entwickeln, zwischen Phänomenen zu unterscheiden. So small children learn that in winter they put on a scarf and in summer they run around in their swimming costume. Kleine Kinder lernen, dass sie im Winter einen Schal anziehen sollten und im Sommer können sie in Schwimmanzügen rumrennen. So this is winter, this is summer. Das ist Winter, das ist Sommer. This is bedtime, this is time to get up. Das ist jetzt Bettzeit und das ist jetzt Zeit aufzustehen. I know you're awake, but you have to go back to bed because it's not the time to wake up. Ich weiß, dass du wach bist, aber es ist trotzdem Zeit, ins Bett zu gehen, weil es ist nicht die Zeit, wach zu sein. So, but I'm awake. But it's not the time to be awake. Ich bin wach, aber es ist nicht die Zeit, wach zu sein. This is quite difficult for children. Für Kinder ist das schwierig. The concept is being put onto their head like an iron clamp, and they're being squeezed into what Mummy says is more important than how it is for me. Das Konzept wird wie so eine Eisenklammer auf den Kopf geschraubt und man wird da hineingequetscht und es wird vermittelt, dass ich zwar wach bin, aber ich weiß, dass das, was Mama sagt, wichtiger ist als das, wie ich mich fühle. But gradually we get used to the constraint of the concept because it's also an extension of ourselves. It's the currency of the world and it empowers us to interact with others. Aber allmählich gewöhnen wir uns auf die Beschränkungen, die durch das Konzept entstehen, weil sie gleichzeitig eine Verlängerung, eine Erweiterung unserer selbst sind, gewissermaßen zu der Währung in diese Welt werden, mit denen wir Macht und Möglichkeiten erlangen. What we have to see though in this critique of the polarities is not only do they not apply to the mind itself, was wir erkennen müssen in dieser Kritik der Polaritäten ist, dass sie nicht nur sich nicht auf den Geist anwenden lassen, but the polarities can't establish a truth. sondern nicht einmal wirklich die Wahrheit begründen können. This summer was really hot in London, it was good. Dieser Sommer war wirklich heiß in London, war es gut. Temperature got up to 28 degrees. Die Temperatur stieg bis 28 Grad. It's amazing. Erstaunlich. I mean, in Pakistan they only had 45. Ich meine, in Pakistan hatten sie nur 45. So hot in London is not like hot in Pakistan. Also heiß in London ist nicht wie heiß in Pakistan. So when we say, oh, it's really hot today, Wenn wir also sagen, es ist wirklich heiß heute, that's relative to your expectations. dann ist das eine relative Feststellung in Bezug auf unsere Erwartung. You speak as if you're saying something definite. Wow, it's really hot. Wir aber sprechen, als würden wir irgendeine definitive Feststellung treffen. Oh, es ist heiß. But only because we are excluding all the other factors which would show it's not very hot at all. Aber nur auf Kosten des Ausschlusses von den ganzen Faktoren, die uns zeigen würden, es ist wirklich nicht so heiß. So once you enter into this semiotic web, the interlinking of all language movements, which is deeply structured around these binary oppositions, Wenn wir also dieses semiotische Netz betreten, diese Vernetzung von allen möglichen Sprachstrukturen, welche ja, sich genau um diese binären Gegensätze strukturieren. once you enter that, the possibilities of self-deception are endless. Wenn man also da erstmal eintritt, sind die Möglichkeiten der Selbsttäuschung oder Selbstbetrugs endlos. Cheating ourselves is the most popular pastime. Sich selbst zu täuschen, zu betrügen, ist wahrscheinlich die absolut beliebteste Beschäftigung.
Mind's original nature was not made by anyone. Die ursprüngliche Natur des Geistes wurde von niemandem hergestellt. So it's just going to say the same things again. Das heißt, It cannot be ascribed any size or dimension. es werden immer wieder die gleichen Dinge festgestellt. Hier heißt es ferner, man kann ihr keine Größe oder Dimension zuschreiben. It's free of all partiality. Sie ist frei von jeder Parteilichkeit. And this is good, because it means there are no entry criteria. Und das ist gut, weil es ja auch zugleich bedeutet, dass es keine Eintrittsbedingungen gibt. You don't have to be a good person to awaken. Man muss nicht ein guter Mensch sein, um zu erwachen. It's not created by good deeds. Sie wird nicht durch gute Taten erschaffen. It's open. It's open to everything. Sie ist offen und sie ist für alles offen. It offers impartial hospitality to whatever is arising. Sie offeriert eine unparteiliche, eine unvoreingenommene Gastfreundschaft für alles, was entsteht. Now this is important for meditation, Das wiederum ist wichtig für Meditation. because what we find in meditation is that we're involved in this move of accepting and rejecting. Denn was wir in Meditation feststellen, ist, dass wir in diese Bewegung von Akzeptieren und Ablehnen befangen sind. Our ego is prejudiced. We have likes and dislikes. Unser Ego hat Vorurteile. Wir haben Dinge, die wir mögen und die wir nicht mögen. And on the basis of this, we would like to develop more thoughts that make us feel good and have fewer thoughts that make us feel bad. Und auf dieser Grundlage würden wir vielleicht mehr Gedanken derart entwickeln, dass wir uns dabei gut fühlen und weniger Gedanken haben, die uns schlecht fühlen lassen. This is the discriminating function of our consciousness. Das aber ist die unterscheidende Funktion unseres Bewusstseins. But awareness is impartial. Aber die Bewusstheit ist unparteilich. So in the text you'll often see the phrase, whatever comes, comes, whatever goes, goes. Daher sieht man in den Texten oft den Satz, was immer kommt, kommt und was immer geht, geht. The focus of the practice is not selectivity, but hospitality. Und der Fokus der Praxis besteht nicht in Selektivität, sondern in Gastfreundschaft. So this is a very good little marker that helps you see what you're up to in your practice. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, die uns hilft, zu erkennen, wonach wir denn eigentlich in unserer eigenen Praxis trachten. For example, say you're sitting to practice and your mind feels very heavy and dull. Zum Beispiel, wir sitzen in der Praxis und unser Geist fühlt sich sehr schwer und stumpf. You think, this is ridiculous, what am I doing? Dann sitzt man da und denkt, das ist ja lächerlich, was mache ich denn hier eigentlich? I'm not meditating. Ich bin doch nicht am Meditieren. Then you get up, make a cup of tea, do something else. Dann könnte man ja aufstehen und eine Tasse Tee machen oder was anderes machen. But what you were having was dull meditation. Was wir aber gemacht haben eigentlich, war einfach nur eine stumpfe Meditation. What's the point of dull meditation? Nun, was ist der Punkt daran, eine stumpfe Meditation zu machen? It's what you get. Das ist das, was man in dem Moment kriegt. That's what has arrived today. Das ist das, was heute für uns gekommen ist. You can't go out and give the postman €100 and say, only bring me good news. Wir können nicht rausgehen, dem Postmann 100 € geben und sagen, du bringst mir bitte nur gute Nachrichten. The postman brings the letter with your name on it, whatever's inside. Der Briefträger bringt einfach die Briefe, die unsere Adresse, unseren Namen tragen, was immer da drin sein mag. In the same way, our mind shows whatever comes. In der gleichen Weise zeigt unser Geist, was immer kommt. What is important is the coming, Was wirklich wichtig ist, das Kommen. the revealing. This is the clarity of the mind, which is the capacity to show. Das, sozusagen das Enthüllen, das ist die Funktion der Klarheit des Geistes, die dazu da ist, zu zeigen. The fact that you install yourself like a nightclub bouncer deciding who should come in and who shouldn't come in, this is not helpful. Die Tatsache, dass wir uns selbst da hinstellen wie ein Nachtclub-Rausschmeißer, dem die Entscheidung fällt, wer reintreten darf und wer nicht, das ist nicht hilfreich. The ego is upset by bad thoughts. Das Ego ist vielleicht aufgebracht durch schlechte Gedanken, Awareness is not. aber die Bewusstheit ist es nicht. So we remember this when we're in the practice and we get into editing and trying to make the patterns we like. We think, oh, I'm just
doing ego time. It's not practice. Wir müssen uns daran erinnern, wenn wir in der Praxis sitzen und merken, dass wir anfangen, Dinge zu editieren, dass wir anfangen, sozusagen die Muster so zu manipulieren, wie wir sie gerne hätten, müssen wir uns daran erinnern, dass das Ego-Zeit ist und nicht Praxis. It is beyond being something that can be indicated by saying, it is this. From the very beginning, it has been perfectly pure and abides in great equanimity towards everything within samsara and nirvana. Ich weiß, dass ferner sie ist jenseits von etwas, was als es ist dies bezeichnet werden könnte. Von allem Anfang an war sie vollkommen rein und verweilt in großem Gleichmut gegenüber allem in Samsara und Nirvana. Oh. He's repeating what he said before. Whatever comes, let it be. Und das wiederholt gewissermaßen, was schon zuvor gesagt worden ist. Was immer kommt, lass es einfach sein. Because you have the field of arising, which is the space of the mind. Denn wir haben das Feld, in dem alles entsteht, und das ist der Raum des Geistes. What arises can't be grasped. The openness of the mind is not blocked. Was immer entsteht, kann nicht ergriffen werden, und die Offenheit des Geistes kann dadurch auch nicht blockiert werden. But into this we insinuate our judgment. Aber in das hinein bringen wir unser Urteil ein. Which, like a wedge, seems to separate what is occurring and the one who is experiencing it. So self and other become differentiated. Und das scheint wie ein Keil sozusagen, das was erscheint und derjenige, der dieses Erscheinen empfängt, zu trennen, sodass Selbst und anderes als getrenntes erscheinen. This separation is not an established fact. It is the product of activity, mental activity. Und diese Trennung ist keine etablierte Tatsache, sondern es ist das Produkt mentaler Aktivität. The whole is the given, it's there from the very beginning. The fractured, the fragmented, the divided arises due to the turbulence created by mental activity. Es ist das Ganze, das die Gegebenheit ist, das, was von allem Anfang an immer da war. Es ist das Gebrochene, das Frakturierte, Fragmentierte, das sozusagen durch unsere mentale Aktivität erst erzeugt wird. So then he says, those who realize this have the ground or basis of Buddhahood. Und dann heißt es hier ferner, jene, die das realisieren, haben die Basis für das Erkennen der Buddhaschaft. Those who do not realize this have the ground of being sentient beings. Und jene, die es nicht erkennen, haben die Basis, fühlende Wesen zu sein. Therefore it's called the ground of all, the kunshi. Und daher wird dies als der Grund von allem oder Basis von allem bezeichnet, Kunshi auf Tibetisch. So the difference between Buddhas and sentient beings is that the Buddha recognizes that they are infinite spacious mind, the ever shimmering field of clarity, and this precise mode of manifestation. These three inseparable. Der Unterschied zwischen Buddha und fühlenden Wesen ist der, dass der Buddha erkennt, dass er dieser unendliche Geist ist, dass dieser Geist diese schimmernde Qualität der Klarheit hat und dass in dieser Klarheit sozusagen ein unaufhörlicher Fluss von Manifestationen stattfindet. The Buddha never forgets the ground. Aber der Buddha vergisst eben niemals die Basis oder den Grund. Because the ground is the basis, the source. Everything begins with the ground. Denn der Grund ist gewissermaßen die Basis oder die Quelle. Alles geht von ihm aus. Whereas we sentient beings, we begin with ourselves. Während wir als fühlende Wesen starten bei uns. I'm here. Ich bin da. This is me. Das bin ich. This involves a forgetfulness of the ground and also a forgetfulness of the field of clarity in which self and other are rising together. Und das beinhaltet eine Vergesslichkeit in Bezug auf den Grund und es beinhaltet auch die Vergesslichkeit in Bezug auf diese stets vorhandene Klarheit, in der selbst und andere gemeinsam erstehen. Although this ground is open and empty,
when we awaken to the presence of the ground, it doesn't swallow us up like some great leviathan coming out of the ocean. Und obwohl der Grund sozusagen offen und leer ist, ist es keineswegs so, dass wenn wir uns dem Grund gegenüber öffnen, dass er uns so verschluckt wie ein großer Leviathan, der aus den Wässern aufsteigt. Rather, we are freed. We are freed from the burden of being ourselves. Nein, wir werden stattdessen eher befreit, und zwar von der Bürde, wir selbst zu sein, befreit. From the loneliness of being ourselves. Von der Einsamkeit, wir selbst zu sein. Because now we belong to the integrated field of manifestation, the realm of clarity. Und jetzt gehören wir zu dem integrierten Feld von Manifestation, dem Bereich der Klarheit. Which in the tantric systems is represented as the mandala of all the Buddhas. Im tantrischen System wird das repräsentiert als das Mandala aller Buddhas. And we are inseparable from this ground, the open mind, which is the side of the mind of the Buddha. Und wir sind ungetrennt von diesem offenen Grund, von der Grundnatur, die nichts anderes ist als der Geist des Buddha. So, when we relax our grasping, our holding ourselves together, our anxious attachment to how we think we are, Und was unser Festhalten, unser Greifen, unsere ängstliche Beachtung dessen, was wir glauben zu sein, entspannen können, we get more, dann bekommen wir mehr not less. und nicht weniger. It's very strange. The more you give up, the more you get. Und das ist wirklich seltsam. Je mehr wir aufgeben, desto mehr bekommen wir. And the more you hang on, the less you have. Und je mehr man an etwas festhält, desto weniger hat man eigentlich. So, that is the section on the ground, which gives us a sense of what is our mind. Das ist also der Abschnitt über den Grund oder die Basis und das gibt uns ein Gefühl dafür, was der Geist ist. Then there's the section on the path. The practice which constitutes the path is to understand falseness so that confusion is liberated. Und dann gibt es den Abschnitt über den Pfad und hier heißt es, die Praxis, die den Pfad darstellt, ist die Falschheit zu verstehen, so dass Verwirrung befreit wird. Falseness means to be under the power of ignorance and misidentify what is going on. Falschheit bedeutet hier unter der Macht der Ignoranz zu stehen und das, was vor sich geht, misszuinterpretieren oder misszuidentifizieren. Now that Britain is sailing off into the Atlantic, Nun, da Großbritannien in den Atlantik absegelt, freedom and joy, nichts als Freiheit und Freude, many people were saying, now we have our country back. pflegen viele Leute zu sagen, jetzt haben wir unser Land wieder bekommen. But what is one's country? Aber was ist unser Land? I am Scottish, Ich bin Schotte, but I don't want to live in Scotland. aber ich will nicht in Schottland leben. I live in England. Ich lebe in England. Not that I particularly like England, but I like it more than Scotland. Nicht, dass ich besonders gerne England mögen würde, aber ich mag es immerhin besser als Schottland. So what is my identity? Wo ist also meine Identität nun? Something DIY, cobbled together. Das ist irgendwas sozusagen von der Art, bastelst dir selbst zurecht. What does it mean to be British? Was bedeutet es, britisch zu sein? Nothing at all. Eigentlich nichts. Germany for the Germans. Deutschland für Deutsche. Well, people in North Germany are not always fond of people living in South Germany. Aber Leute, die in Norddeutschland leben, sind nicht immer begeistert von Leuten, die in Süddeutschland leben. They have certain opinions about people in Bavaria. Man hat gewisse Meinungen über Leute in Bayern. So who are the real Germans? Wer also sind die wirklichen Deutschen? That could be the basis for a war. And in the past it has been. Könnte Grundlage für einen Krieg sein und war in der Vergangenheit auch die Grundlage für Kriege. So how do you know what the real thing is? Wie willst du also wissen, was dieses wahre Ding ist? This is what's really difficult. Wirklich sehr schwierig. When we start to question these
assumptions or suppositions which provide the basis for our identity, we find there's not much substance there. Wenn wir anfangen, dass unsere vorweggenommenen Annahmen oder unsere Ideen davon, was die Basis unserer Identität ist, in Frage zu stellen, werden wir herausfinden, dass nicht sehr viel übrig bleibt. They are conventional constructions. Sie sind nichts als konventionelle Konstrukte. And therefore they are unreliable. Und als solche sind sie unzuverlässig. They're not arising from some true essence. Sie kommen nicht aus irgendeiner wahrhaften Essenz heraus. Their essence is an agreement. Ihre einzige Essenz ist sozusagen die Übereinstimmung, die getroffen wurde. Europe is an idea. Europa ist eine Idee. Is the Ukraine in Europe? Ist Ukraine in Europa? How far east do you want to go? Wie weit wollt ihr nach Osten gehen? Tajikistan? Vielleicht bis Tadschikistan? Who would say where the end is? Wer könnte sagen, wo das Ende ist? This is politics, this is decisions, this is lines on the map, and the historical map of Europe is expanding and contracting like a mad concertina. Das ist sozusagen Politik, das sind Linien auf der Karte. Und wenn man die Karten Europas betrachtet, dann sieht man, dass Europa sich sozusagen ausdehnt und schrumpft wie eine wild gewordene Harmonika. So this, Akkordeon. yeah. So this is what falseness means. It means that we believe that these artificial, historically generated conventions are deeply and intrinsically true. Und das ist das, was Falschheit hier bedeutet, nämlich der Glaube, dass diese Konventionen, die historisch generiert worden sind und sozusagen als solche etabliert worden sind, irgendeine Art von tiefer innewohnende Wahrheit tragen. This is how we lie to ourselves and cheat ourselves. Und das ist die Art und Weise, wie wir uns selbst belügen und betrügen. I am British. Ich bin ein Brite. Doesn't really mean anything at all. Das bedeutet nicht wirklich irgendetwas. It just means you get entitled to a passport and you can travel around a little bit. Das bedeutet lediglich, dass man die Berechtigung hat, einen bestimmten Pass zu tragen und damit herumzureisen ein bisschen. But it has no clear indication of how I should be or what I should eat or how I should dress. Aber es enthält keinerlei klaren Hinweis darauf, wie ich sein sollte, was ich essen sollte, wie ich wohnen sollte, wie ich mich anziehen sollte. And what occurs when we start to investigate the signs that we use as the guarantors of our identity, Was dann passiert, wenn wir anfangen, die Zeichen genau zu untersuchen, die sozusagen als die Garanten unserer Identität dastehen, we find these are empty signifiers. dann werden wir feststellen, dass das lediglich leere Bedeutungsträger sind. I am a man. Ich bin ein Mann. I don't know what that would mean. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet. What should I do if I'm a man? Was sollte ich tun, wenn ich ein Mann bin? I don't have any tattoos. Maybe I need some tattoos. Ich habe keine Tattoos, vielleicht brauche ich Tattoos. Or a mustache. Oder ein Bart, ein Schnurrbart. Should I have a straight mustache or one going down or one going up? Soll der einen geraden, einen nach unten gekurften oder einen nach oben gedrehten haben? What would a real man do? Was würde ein wirklicher Mann tun? Maybe I'm not a proper man. Vielleicht bin ich kein richtiger Mann. So we use these things, but they are hollow. Wir They're like balloons. benutzen diese Dinge, aber sie sind hohl, sie sind wie Ballonen, die aufgeblasen sind. You blow up the balloon. Wir blasen sie auf. We blow up these concepts and signifiers so that they appear strong and real and reliable and true, and we move them around. But when we stop and look at them, the air comes out and the balloon is a little bit wrinkled. Wir blasen diese Konzepte und Bedeutungsträger so, dass sie als wahrhaft und stark und wirklich von Bedeutung erscheinen, und wir bewegen sie herum und arrangieren sie immer wieder neu, aber wenn wir sie einfach loslassen, dann macht's pfft und dann sind sie ziemlich runzlig. So when he's talking about falseness, he's not meaning this as a moral fault. It doesn't mean we are bad people. Wenn hier also über Falschheit gesprochen wird hier nicht über Falschheit im moralischen Sinne gesprochen, dass wir irgendwie Lügner sind, die irgendwie als Leute schlecht sind, moralisch schlecht sind.
but rather we are deluded. Es ist eher im Sinne von der Täuschung unterlegen. We rely on concepts to tell us the truth, but these concepts are incapable of doing that. Wir verlassen uns auf Konzepte, damit diese uns die Wahrheit sagen, aber Konzepte sind nun mal unfähig, das zu tun. So this is what the path of Dzogchen involves. Seeing how you cheat yourself through relying on concepts as telling the truth about how it is. Und das ist genau das, worin der Pfad des Dzogchen beruht, dass wir sozusagen anschauen, wie wir uns auf Konzepte stützen, um die Wahrheit zu erkennen, die uns aber in Wirklichkeit diese Wahrheit gar nicht sagen können. Concepts are imaginal. They are concerned with the as if. Konzepte sind sozusagen vorstellungsmäßig. Sie tun so, als ob. And so we give ourselves to certain symbols and they seem to be very important. Und so überlassen wir uns gewissen Symbolen, die sehr wichtig zu sein scheinen. When I was a child and we went to the cinema, at the end of the film they always played the national anthem and everybody had to stand up. Als ich Kind war und wir ins Kino gingen, wurde am Ende jede Vorstellung die Nationalhymne gespielt und wir hatten aufzustehen und stramm zu stehen. They don't do that now. Heute wird das nicht mehr gemacht. The country is dying. Das Land stirbt. And it dies because you don't have a symbolic identification. Und es stirbt, weil wir diese symbolische Identifizierung nicht mehr haben. If a war came, who would be willing to die for Great Britain? Wenn ein Krieg käme, wer wäre denn bereit für Großbritannien zu In the sterben? First World War, the Second World War, people died for their country. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg sind Leute für ihr Land gestorben. As a pacifist, I don't believe that wars are very good. Als Pazifist denke ich nicht, dass Kriege sehr gut sind. But clearly what it points to is human beings bonding through identification with symbols. Aber worauf es hinweist, ist ganz klar menschliche Wesen, die gewissermaßen eine Bindung schaffen durch das sich stützen auf Symbole. And when the invested slogan like blood and soil is raised, something is motivated in people. Und wenn ein Slogan wie zum Beispiel Blut und Boden mit Bedeutung getränkt wird und aufgebracht wird, dann bringt das irgendwas in Menschen auf. So that's what we have to observe. And you can see it with the rise of right-wing political parties and so on. People are looking for a deeper meaning. They want to find something to belong to. Das ist das, was man wirklich beobachten muss. Man kann es sehr gut sehen, zum Beispiel in der Entwicklung der rechtsextremen Bewegung, wo Menschen nach solchen Identifikationspunkten Sehnsucht haben und suchen. But whether you believe you are really German or European doesn't make much difference. Aber ob man jetzt nun daran glaubt, dass man ein wahrer Deutscher ist oder ob man glaubt, man sei ein wahrer Europäer, macht in der Hinsicht keinen großen Unterschied. Because the root problem is ontological confusion. Denn das Grundproblem hier ist eine ontologische Verwirrung. A sort of existential ungroundedness. Eine existenzielle Unverwurzeltheit. When we are not ourselves vibrant, present and alive, Wenn wir nicht wir selbst sind, indem wir schwingend, vibrierend, gegenwärtig und lebendig sind, that gap of alienation is filled up by these empty signifiers. dann wird diese Lücke der Entfremdung durch leere Bedeutungsträger aufgefüllt. So I can march through the street with a banner, shout something. Dann kann ich durch die Straße marschieren mit einem Banner und etwas schreien. I am protesting. I'm a Protestiere. Protestant. Ich bin ein Protestant. This is Martin Luther. I stand here and I say to you, Das ist wie Martin Luther, ich stehe hier und ich sage euch, but it's the hollowness of the drum that lets it make a big noise. aber es ist das Hohle an der Trommel, das sie befähigt, einen großen Lärm zu machen.
emptiness is the ground of all this creativity. Und die Leerheit ist der Boden, auf dem all diese Kreativität entsteht. And all this human activity, busy this, busy that, inside, outside, up, down, friend, enemy, it's just bubbles. Und all diese geschäftige Aktivität von innen, draußen, von wichtig, unwichtig, Freunde, Feinde, all das sind gewissermaßen einfach Luftblasen. No amount of thinking will create a stable identity. Und keine noch so große Menge an Denken wird eine stabile Identität erschaffen. Because thoughts are impermanent. Weil Gedanken eben unbeständig sind. But awareness, which is unchanging and there from the very beginning, this is the real identity. Aber Bewusstheit, die unveränderlich ist und von einem Beginn an existent, das ist die wahre Identität. This is where we can rest and be safe. Das ist der Ort, an dem wir ruhen können und sicher sein können. And this is our true home. Unser wahres Heim. In all the rest is just confusing self and others by intoxication with empty signifiers. Alles andere ist, sich selbst und andere zu verwirren, indem wir von leeren Bedeutungsträgern berauscht sind. Okay, if we have a little break now, 15 minutes, Lasst uns eine kleine Pause haben von 15 Minuten. and then we'll do some more meditation practice and continue in the text. Dann machen wir ein bisschen mehr Meditationspraxis und fahren mit dem Text. So we start again 3:30. Wir beginnen wieder um 3:30.